Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast über Stricken. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin und Übersetzerin aus Bielefeld, also aus der Stadt, die es nicht gibt. Und ja, für diejenigen, die zum ersten Mal in diesem Podcast gelandet sind, ihr seid in einem Strick-Podcast gelandet. In diesem Podcast geht es ja vorwiegend ums Stricken und Wolle und meine Strickabenteuer, sage ich mal. Manchmal geht es auch um andere Themen und ja, ich versuche es möglichst unterhaltsam zu gestalten. Na Unterhaltung ist natürlich subjektiv. Ich versuche es nicht zu langweilig werden zu lassen, aber falls es nichts für euch ist, tut es mir leid für euch. Falls es euch aber gefällt, gerne abonnieren, liken, teilen auf Instagram. Ähm, Mich suchen und mir folgen und so weiter. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wiederkommt und euch das Ganze hier nochmal anguckt. Und an alle, die immer wieder kommen und die mir ganz, ganz, ganz lang schon treu sind und immer wieder kommentieren oder vielleicht sogar unter jeder Folge kommentieren. So, die ersten Unterbrechungen. Diejenigen, die jede von meine, nee, zur Ruhe kommen. Diejenigen, die jede meiner Folgen oder fast jede meiner Folgen gesehen haben, wissen, ich werde ganz häufig unterbrochen. Irgendwie, ja, ich wohne eigentlich am Rande der Stadt, quasi jetzt nicht im Nirgendwo und auch nicht auf dem Land, aber Bielefeld ist ja wirklich keine riesige Stadt. Und mein Leben ist auch nicht wirklich mega eingebunden in die sozialen Aktivitäten, so dachte ich. Aber ich werde wirklich bei jeder Folge entweder angerufen mit einem dringenden Anruf oder an der Tür klingelt jemand wie eben. Ja, es tut mir leid, es gibt immer wieder Unterbrechungen. Ich muss doch die Videos immer wieder bearbeiten, damit die irgendwie, gleichmäßig ablaufen. Tut mir leid. Ja, wo waren wir? Ja, diejenigen, also an alle Abonnenten und Abonnentinnen möchte ich einfach nur meinen ganz, ganz großen Dank richten und sagen, ihr seid der Hauptgrund, warum ich noch da bin. Sonst hätte ich zwar Spaß gehabt am Aufnehmen von Videos, aber wahrscheinlich hätte ich schnell aufgehört, wenn ihr nicht da gewesen wärt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass naja, die Anzahl der Abonnenten und Abonnentinnen meines Podcasts ist etwas gewachsen in den letzten Wochen. Wir sind fast bei der Marke von 2000 Abonnenten, Abonnentinnen angekommen. Es ist nicht übermäßig viel, aber es ist 2000 Menschen, die offensichtlich immer wieder in meine Videos reinschauen, was ich wirklich sehr schön und auch irgendwie, ähm, ja, nicht erstaunlich, aber ja, schon erstaunlich. Es ist, wenn man sich vorstellt, dass 2000 Menschen im Stadion einen angucken, dann ist das schon was Besonderes. Wir sind natürlich nicht im Stadion und wir sind nicht alle gleichzeitig da, aber ich glaube, ihr könnt, ja, könnt nachvollziehen, wie ich es meine. Ja, es ist schon, auf jeden Fall ist das was Besonderes und ich bin jedes Mal ja, erfreut, überrascht, angenehm berührt, wie viele Menschen sich das angucken. Und natürlich werde ich ein bisschen was verlosen, wenn wir bei 2000 sind. Das weiß ich nicht, wann genau das sein wird. Also sind jetzt ja so quasi 8, 9 Personen oder Abonnements, die noch fehlen. Sobald sie da sind, werde ich in der Folge, die darauf folgt, ja, irgendwie zeigen, was ich jetzt verlosen möchte und dann die Konditionen wieder erläutern, zu denen das, was ich verlosen will, den Besitzer wechselt. So, ich bin auf die heutige Folge überhaupt nicht vorbereitet. Und das liegt nicht daran, dass ich nichts zu erzählen oder zu zeigen hätte, sondern genau umgekehrt. Es passiert irgendwie sehr viel. Es passiert ständig irgendwas, sowohl in meiner Strickwelt als auch in der globalen Strickwelt oder in meinem persönlichen ja, Privatleben sozusagen oder bei mir bei der Arbeit, wo ich angestellt bin.
oder auch bei meinen freiberuflichen Aktivitäten. Also es ist irgendwie sehr viel los. Im Januar ist normalerweise, glaube ich jedenfalls, nicht so viel los. Aber naja, so ist das nun mal. Und wenn ich die heutige Folge, egal wie unvorbereitet ich bin, nicht aufnehme, dann wird es diese Woche gar keine geben. Und deswegen dachte ich, ich schreibe mal einfach nur die Punkte zusammen und versuche, ja, euch Content zu geben, der euch ein bisschen unterhält. Jetzt, ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe, die Folge direkt hochzuladen, zumindest auf Patreon. Ich hoffe sehr, dass das klappt. Wenn es heute auf Patreon funktioniert, dann werden alle anderen, also die nur über YouTube meine Folgen sich angucken, dann wird also diese Folge, wenn ihr sie seht und ihr kein Patreon von mir seid oder Patron von mir seid oder kein Patreon-Mitglied bei mir seid, dann seht ihr die Folge hoffentlich am Samstag oder am Sonntag. Heute ist der 19. Januar übrigens, also sprich, die Folge würde dann 20. oder am 21. oder am 20. oder am 21. tut mir leid, Januar 2024 erscheinen auf YouTube. So, aber wie gesagt, es liegt nicht daran, dass ich nichts zu erzählen oder zu zeigen hätte. Deswegen gehe ich so die Punkte durch, die ich mir vorgenommen habe, damit ich das Ganze auch umsetze, was ich mir vorgenommen habe. So, zuerst wollte ich, also es wird eine wilde Ansammlung von verschiedenen Punkten sein. Ja, es tut mir leid, es wird ja nicht unbedingt total strukturiert sein. Ich kann ja vielleicht so ein bisschen euch mitgeben, welche Agenda ich mir für heute, naja, quasi überlegt habe oder welche Themen heute angesprochen werden. Und zwar werde ich einen Hinweis auf ja, Strickweltinformationen geben, wo man sie bekommen kann. Dann werde ich ein paar fertiggestellte Projekte von mir zeigen. Dann werde ich über die Veröffentlichung meiner Anleitung für die Hüge-Mittens oder Hüge-Handschuhe sprechen. Und dann werde ich über unsere Strick-Community sprechen und ja, so ein bisschen da was dazu sagen. Ich werde ein Projekt zeigen, das ich neu angeschlagen habe, und ich hoffe, es bleibt noch Zeit, in der ich über mein Shop-Update sprechen kann. Wie ihr wisst, habe ich ja einen Etsy-Shop, in dem ich Garne verkaufe. Da habe ich ein bisschen was hinzugefügt und bin noch dabei, weitere Artikel einzustellen. Das kann unter Umständen ein bisschen länger dauern und ja, die Zeit muss man dann finden, aber ich bin dabei, das so nach und nach zu ergänzen. Und was jetzt schon online zu finden ist und zu bestellen ist und was noch kommt, das werde ich in dieser Folge am Ende der Folge zeigen. Und dann gibt es noch eine Zuschauerfrage, die ich zwar schon schriftlich beantwortet habe, also die Zuschauerin hat schon die Antwort bekommen, aber ich werde sie hier vorlesen und auch nochmal beantworten für den Fall, dass andere daran auch interessiert sind. So, wir fangen an. Informationen aus der Strick-Community. Und zwar habe ich, oder normalerweise höre ich auch so 2, 3 Audio-Podcasts über Stricken und Wolle. Das sind im Großen und Ganzen Wollinspirationen von Kaya von Lana Filia Shop. Und das ist der Wollkanal von Laura und Frieda, ja, die unter anderem zum Beispiel Wolle färben, beziehungsweise Laura färbt die Wolle, die Frieda produzieren lässt. Frieda lässt die Wolle von den Düsseldorfer Rheinschafen bearbeiten und daraus Wolle zu spinnen. Und mittlerweile sind das auch die Kölner Schafe, die damit involviert sind. Ja, also insbesondere diese beiden Audio-Podcasts höre ich mir meistens sehr zeitnah an. Und in dem letzten von Kaya, also in Wollinspirationen vom vergangenen Sonntag, das muss, welches Datum war das? Ich muss mal nachschauen. Das muss vom 14. Januar gewesen sein. Da hat Kaya einige kommende Ereignisse insbesondere der deutschen Strickwelt,
ja, genannt, beleuchtet, gesagt, zu welchen sie selber fahren wird. Sie fährt normalerweise mit ihren ja, Garnen, mit den Artikeln aus ihrem Shop zu verschiedenen Messen oder Wollfestivals oder so Handarbeitsmessen eher weniger, aber halt wo Wolle ja, im großen Umfang gekauft werden kann, da ist Kaya normalerweise vertreten mit ihrem Shop. Und ja, diejenigen von euch, die sich dafür interessieren, was und wo stattfindet, finden da einige Informationen. Sie nennt nicht alle Wollfestivals oder Wollmessen oder sowas, aber sie nennt sehr viele davon. Und da ist mir dann nochmal bewusst geworden, dass ich mir vielleicht so ein bisschen Gedanken machen sollte darüber, wo ich dieses Jahr zu finden bin oder wo ich hinfahren kann. Und das wollte ich hier einfach mal erzählen. Vielleicht seid ihr dann auch da und wir können uns sehen, treffen, Kaffee trinken, sprechen, nicht sprechen, was auch immer. Jedenfalls wollte ich halt so ein paar Sachen nennen. Und zwar werde ich leider nicht nach Kassel fahren. Ich hatte mir das eigentlich fest vorgenommen letztes Jahr. Also letztes Jahr hat ja zum ersten Mal das Wollfestival in Kassel stattgefunden. Und da war ich auch dort an einem der Tage und ich fand das auch toll. Aber dieses Jahr überschneidet sich der Termin, also überschneidet sich das Festival mit meiner Mutter-Kind-Kur, die ich an der Nordsee absolvieren werde. Und oder zumindest sieht es so aus, also die Planung steht eigentlich, alle Zusagen sind da und ja, es kann oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass ich dann halt an der Nordsee bin und nicht in Kassel. Also tut mir es leid für alle, die mich dort treffen wollten und für die ja, Wollherstellerinnen und Produzentinnen und Färberinnen, die mich dann dort leider nicht sehen werden. Aber ich denke, dass ich das neue Wollfest oder Wollmesse oder Strickmesse heißt das, glaube ich, in Hannover ausprobieren werde, in Anführungszeichen. Es gibt ja wie heißt das? Es gibt ja so kreativer Messen oder Kreativmessen heißen sie, glaube ich, die so ein bisschen verstreut überall in Deutschland stattgefunden haben oder stattfinden regelmäßig, wo nicht nur Wolle, sondern verschiedene andere kreative Kunsthandwerke und Betätigungen ihren Platz gefunden haben. Und der gleiche Anbieter bietet oder organisiert dieses Jahr eine Strickmesse in Berlin, die, glaube ich, schon stattgefunden hat, und eine in Hannover. Kann sein, dass sie noch irgendwo irgendwas machen. Hannover ist am nächsten zu mir. Ich wohne ja in Bielefeld und da werde ich dann hinfahren. Das ist für mich so die kleinste Hürde, das in meinem Alltag zu integrieren. Ich werde eventuell auch spontan wieder nach Solingen fahren, also zum Solinger Wollfest. Da war ich auch letztes Jahr und das fand ich sehr schön. Das war auch schön spontan. Meine Tochter ist mitgekommen und sie hat sich vorwiegend Alpakas angeguckt und ich konnte dann halt so ein bisschen durch die Reihen gehen und auch ein bisschen was kaufen oder mit ein paar Handfärberinnen sprechen. Aufnahmen habe ich nicht viele gemacht, ganz wenige nur. Aber ich habe darüber auf jeden Fall berichtet in einer meiner Podcast-Folgen. Genau, wo will ich noch hin? Ich spiele immer noch mit dem Gedanken, nach Barcelona, zu Barcelona Nitz zu fliegen. Und das mit einem kleinen Urlaub, also mit halt nicht nur für die Wollmesse dorthin zu fliegen, sondern wirklich auch einen kleinen Urlaub mit meiner Tochter dort zu machen. Also werde ich das versuchen so unterzubringen, dass wir da irgendwie, weiß nicht, 4, 5, 6 Tage da sind und mittendrin dann halt dieses Wollfest zu besuchen. Mehr habe ich erstmal nicht geplant. Ich würde sehr gerne irgendwo im Süden zu irgendeiner der Wollmessen oder zu irgendeinem der Wollfestivals gehen. Aber das ist so weit weg, so dass ich das an einem Tag nicht machen kann. Und es gibt leider für mich auch beruflich jetzt nicht so viele Aktivitäten, die ich dort irgendwie besuchen könnte, wo ich das gleichzeitig damit machen könnte. Das heißt, ja, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie schaffe. Wenn das anstehen sollte, werde ich euch natürlich informieren. Ja,
finde ich also wirklich immer sehr schade, weil es findet im Süden echt relativ viel irgendwie statt. Auch so kleinere Feste oder auch im Rheinland gibt es ja auch hier und da mal was. Auch da wollte ich mal hin. Irgendwas in der Nähe von Köln gibt es. Ja, worum ich euch aber bitten wollte, wäre, dass ihr, wenn ihr Wollfeste geplant habt, zu denen ihr fahren wollt und die ich jetzt nicht genannt habe oder auch die ich genannt habe, schreibt bitte drunter in den Kommentaren, welche das sein werden, wo ihr selber hinfahrt oder welche ihr unbedingt anderen empfehlen könnt und vielleicht selber nicht dahin fahren könnt. Würde mich sehr freuen, weil vielleicht habe ich etwas übersehen. Vielleicht hat Kaya ja irgendwas nicht erwähnt, was irgendwie in der Nähe wäre und wo ich auch hinkommen könnte. Ich würde sehr gerne häufiger zu Wollfesten gehen, muss aber mit meinem Leben irgendwie vereinbar sein. Ja, das zu Wollfesten. Apropos Feste und Treffen mit anderen Strickerinnen und so weiter. Gestern hat Eveline von Maschenträume, das ist auch ein deutschsprachiger Podcast hier auf YouTube, mich besucht. Sie wohnt ja in der Nähe von Bielefeld und wir haben uns gestern wieder bei mir getroffen. Das war jetzt schon das zweite Mal, dass sie mich bei mir zu Hause besucht hat. Vorher hatten wir uns schon woanders getroffen und das war so schön. Das war wirklich so, also es war einfach nur erstaunlich. Sie war um 10:30 Uhr da bis ungefähr 3 Uhr und ich glaube, also nicht mal eine Minute war Stille in meinem Haus. Ja, wir haben also zwei Alleinunterhalterinnen treffen sich. Was passiert? Wird keine Minute geschwiegen. Wir haben Kuchen gegessen und uns, also gestrickt auch, also die meiste Zeit gestrickt und uns über alles Mögliche, über Gott und die Welt unterhalten, über die Podcasts, über das Stricken, über die Wolle. Ich habe ihr auch meine neue Wolle gezeigt, die in meinen Shop eingezogen ist. Sie hat sich auch was mitgenommen. Vielleicht zeigt sie das oder sie wollte das, glaube ich, zeigen in ihrer nächsten Folge. Ich bin sehr gespannt, wie das so in der Fremdenkamera aussieht. Ich werde das Garn auf jeden Fall heute auch zeigen. Ich hoffe, ich schaffe das zeitlich, alles, was ich mir so vorgenommen habe. Und es war einfach nur wirklich schön. Sie ist so ein zugänglicher, so ein, ja, ein Mensch mit sehr vielen Lebenserfahrungen und mit sehr viel Reflexion über die Strickwelt, über sich selbst, über alles. Wir finden immer was zu besprechen, wir finden immer was, ja, was zu tun irgendwie. Fand ich einfach sehr schön. Das war gestern ein sehr, sehr schöner Tag. Ich hatte mir zum Glück auch nichts vorgenommen, was ich gestern unbedingt hätte machen müssen, weil das hätte ich dann nicht geschafft, weil es war einfach sehr schön. Das muss man sich auch mal gönnen, denke ich. Ja, also liebe Grüße an Eveline, falls du guckst. In jedem Fall werde ich auch die nächste Folge komplett angucken von dir und bin sehr gespannt, was du so erzählst. Ja, dann, was kommt als nächstes? Als nächstes spreche ich ganz kurz über meine veröffentlichte Anleitung für diese beiden Schönheiten. Ja, also ich habe meine Hügemittens oder Hügehandschuhe veröffentlicht als Anleitung. Die ist auf Ravelry, auf Etsy zu finden. Falls ihr bei beiden keinen Zugang habt oder bei beiden muss man entweder PayPal oder Kreditkarte haben. Falls ihr die Anleitung kaufen wollt, aber weder PayPal noch Kreditkarte nutzen wollt, könnt ihr mich einfach per E-Mail anschreiben. Meine E-Mail-Adresse steht hier in der Beschreibung unter jeder Folge und mir sagen, also quasi bestellen, dass ihr die Anleitung haben wollt als PDF. Dann ja, gibt es eine ganz normale Rechnung. Ihr könnt sie bezahlen, wie ihr wollt. Und dann gibt es die Anleitung als PDF oder als Ausdruck. Ich würde auch ja, euch entgegenkommen und die Anleitung einfach nur ausdrucken und per Post zuschicken, wenn euch diese Möglichkeit so am interessantesten erscheint. Ich dachte, das mache ich. Ich mag auch gerne selber Anleitungen teilweise, beziehungsweise grundsätzlich auf Papier zu lesen. Nicht nur Anleitungen, sondern grundsätzlich Bücher, Magazine, also alles in Papier. Die Digitalisierung ist zwar unvermeidbar und gibt meinem
naja, ich arbeite, also ich bin im Hauptberuf Online-Kurserstellerin. Ja, also Digitalisierung gibt mir quasi mein täglich Brot, aber dennoch bin ich selbst, ja, so, je natürlicher das Ganze ist, umso besser. Das mag ich ja auch bei Garnen, natürliche Garne. Apropos natürliche Garne, das ist auch ein natürliches Garn, Non-Superwash, kein Plastikanteil und so weiter. Ja, also je natürlicher, umso besser. Also wenn ihr die Anleitung auf Papier haben wollt, könnt ihr sie bei mir per E-Mail direkt bestellen. So, dann, genau, also da sind einfach nur Handschuhe, die in Graues Rechts gestrickt sind, aber hier mit so ein bisschen Formen für den Daumenspickel und ja, hier mit einem 2x2 Rippenbündchen. Ja, also die Anleitung ist für 7 Größen geschrieben, ab 12 cm Handumfang. Das ist, naja, für ein Kleinkind müsste das passen. Und dann geht es in so 2 cm Schritten weiter bis ich glaube 24 Zentimeter oder 22 Zentimeter. Ne, 24 Zentimeter Umfang, genau. Ich habe Größe 5 gestrickt für mich, also das ist Größe 5. Da sind 20 Zentimeter, wobei das habe ich ein bisschen lockerer gestrickt als in der Anleitung angegeben. Meine nächsten stricke ich auf jeden Fall mit einer kleineren Nadel, als ich mein Musterstück gestrickt habe. Aber in der Anleitung ist das schon mit der kleineren Nadel angegeben und passt. Die gleichen Handschuhe habe ich für meine Tochter gestrickt. Wenn ich es hinkriege mit der Bearbeitung, dann zeige ich irgendwo hier das Foto von meinen Handschuhen neben ihren Handschuhen. Vielleicht noch ein paar andere Fotos und Videos dazu. Ansonsten findet ihr alles entweder auf Instagram oder auf Ravelry oder, wenn ihr wünscht, halt per E-Mail. Was noch? Gestrickt sind die Handschuhe aus einer Decay-Wolle, also aus West Yorkshire Spinners Blueface Leicester Vlies Decay, also 225 Meter auf 100 Gramm. Also in der Anleitung wird das Ganze gestrickt mit der 4 mm Nadel, außer das Bündchen. Und ja, das ist es eigentlich. Man kann natürlich auf andere Garne ausweichen. Man kann auch ein Sockengarn also entweder doppelt oder mit einem Mohair-Beilaufgarn oder Seidenmohair-Beilaufgarn nehmen und daraus die Handschuhe machen. Optimalerweise strickt man aber relativ fest, damit sie sich nicht zu sehr ausdehnen. Ja, weil Graues Rechts dehnt sich, deswegen gibt es dazu in der Anleitung auch entsprechende Empfehlungen, wie man das so macht, dass die Handschuhe nicht zu groß werden. Ja, also die Handschuhe kann man nachstricken und solange es kalt ist, empfehle ich sie auch sehr. Sie sind ich glaube, maximal an 2 Tagen gestrickt. Ja, also wenn man ein paar Stunden Zeit hat, dann kriegt man sie an 2 Tagen auf jeden Fall fertig. Für sich als Geschenk, für Freunde als Geschenk, für Kinder und so weiter. Und ich bin gerade dabei, einen passenden Halswärmer zu entwerfen, sage ich mal. Den gibt es dann hoffentlich auch bald. Ich bin mir noch nicht sicher, bin zur Hälfte fertig mit dem eigenen Musterstück, aber ich zeige noch nichts, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, ja, was ich damit machen kann oder ob das so aussieht, wie ich es haben möchte. In jedem Fall sehen die Handschuhe natürlich gut aus zu jedem beliebigen Schal, der auch in Grau oder Tuch, der auch in Graues Rechts gestrickt ist, aus dem gleichen Garn, dann passt es natürlich gut zusammen. Ja, das waren die Hüge-Handschuhe. Dann möchte ich mit euch Folgendes teilen. Ich habe Sockenexperimente gemacht. Ich muss sie mal holen. So, ich hoffe, ich kriege das alles jetzt zusammen hier. So, und zwar habe ich letztes Mal ja schon diese Socke gezeigt. Ja, ich habe für mich zum ersten Mal ausgetestet, wie es ist, mit einem dickeren Sockengarn zu stricken. Und dafür habe ich dieses Sockengarn verwendet.
Das ist Superbar Alpaca Luxury Socks von Rico Design. Das sind 100 Gramm gewesen, also das ist nur der Rest. Das müsste jetzt noch auf jeden Fall für Kindersocken reichen. Und da sind 310 Meter auf 100 Gramm. Das soll man mit 2,5 bis 3,5 Nadel verstricken. Und ich habe, glaube ich, mit der Dreiernadel gestrickt. Ja, den ersten hatte ich letztes Mal gezeigt. Den zweiten habe ich dann im Rahmen eines Experiments am vergangenen Sonntag morgens angeschlagen, abends war ich fertig. Ich habe nicht den ganzen Tag gestrickt, ich habe nur gestrickt, während das Kind zum Beispiel was lesen musste. Das Kind übt jetzt Lesen, also muss schnell lesen lernen. Und während sie was gelesen hat oder während ich irgendwie Tee getrunken habe oder Kaffee getrunken habe, da habe ich dann an der Socke gestrickt und sie war, wie gesagt, am gleichen Tag fertig, ohne dass ich mich anstrengen musste oder ohne dass es mir überhaupt aufgefallen ist, dass ich quasi den ganzen Tag gestrickt hätte. Ja, also ich habe definitiv nicht den ganzen Tag gestrickt. Ich habe aber keine Zeit direkt gemessen. Ich würde mal sagen, 3 Stunden vielleicht. Ja, also wenn ich jetzt am Stück gestrickt hätte, wären das vielleicht 3 Stunden. Und ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich habe das letztes Mal auch schon gesagt, wie ich es machen möchte. Also ich habe von oben nach unten gestrickt in diesem Fall. Nach dem Bündchen habe ich also ich habe Magic Loop, nee, ich habe nicht mit Magic Loop gestrickt, ich habe mit einem Nadelspiel gestrickt und ich habe quasi oben, oder nee, das ist eine Schmetterlingsferse, ja. Für diese Ferse mache ich normalerweise so, dass ich vor der Ferse 4 Maschen zunehme, zuerst 2 oben und dann 2 unten und zwar nicht in der gleichen, nicht in derselben Runde, sondern so versetzt. Also hier war das dann so, dass ich 6 Runden gestrickt habe, 2 Maschen oben zugenommen, dann weitere 6 Runden gestrickt, 2 Maschen unten zugenommen, also einmal hier und einmal auf der anderen Seite. Also hier, dann habe ich die Ferse gemacht und dann habe ich wieder 6 Runden weiter gestrickt, 2 Maschen unten abgenommen und weitere 6 Runden gestrickt und 2 Maschen oben abgenommen und dann halt mit dem gleichen Umfang, mit der gleichen Maschenzahl weiter gestrickt, so wie hier. Und hier habe ich einfach nur, ja, quasi nach Gutdüngen Maschen abgenommen, auch immer oben auf beiden Seiten und unten. Und zwar 3-mal in jeder zweiten Runde und dann einfach in jeder Runde. Immer 4 Maschen abgenommen, bis ich 4 Maschen hatte. Dann habe ich sie hier festgemacht, den Faden durchgezogen, festgezogen, versteckt. Ja, und so ist die Socke geworden, ja, ohne dass ich nähen musste. Das mit dem Nähen versuche ich ja bei Strickstücken zu vermeiden, weil also Maschenstich ist halt umständlich, braucht Konzentration, kriege ich nicht hin. Also ich kriege das schon hin handwerklich, aber ich kriege mich nicht dazu, das handwerklich hinzukriegen, um ein kleines Wortspiel zu machen. So, also sie sind fertig, ich bin sehr glücklich. Das Garn ist empfehlenswert, zumindest was Stricken angeht. Getragen habe ich sie noch nicht, das werde ich jetzt machen, nachdem ich die Socken euch gezeigt habe. Und ich werde natürlich für meine Tochter den Rest verstricken. So, apropos meine Tochter, für sie habe ich auch Socken gestrickt. Das ist die Fortsetzung des Sockenexperiments. Und zwar diese beiden. Die habe ich vorwiegend aus diesem Garn gestrickt. Das ist dieses süße Mumingarn von Novita. Was gibt es dazu zu sagen? Genau, daraus habe ich also quasi die Hauptsocke gestrickt und das hier also das Bündchen, die Ferse und die Spitze habe ich aus einem 4-fädigen Sockengarn mit einem Strang Seidenmohair gestrickt, das bei mir irgendwie so rumflog. Das werde ich so reinschreiben. Das ist hier nicht so wichtig gerade, glaube ich. Aber das passte halt farblich sehr gut zu diesem Streifen, auch wenn es so wie so ein Colourpop ist, fand ich. Entschuldigung. Ja, und das macht halt die Socke noch so ein bisschen interessanter, als wenn man nur dieses Garn nimmt. Aber ich glaube, sie wäre auch mit einem weißen
Sockengarn hier, hier und hier gut oder halt mit einem dazu passenden Garn. Ja, also man kann da halt irgendwelche Reste noch verarbeiten. Das Tolle oder das Besondere an diesen Socken ist, dass ich sie in jeweils 2 Stunden fertig hatte. Ich weiß es nicht, es gibt unter euch sicherlich Strickerinnen, die so eine Kindersocke in Größe, ich würde sagen 34, 35, die so eine Kindersocke schneller stricken können. Für mich ist das letzte Mal in meinem Leben, dass ich innerhalb von 2 Stunden wirklich die Socke angefangen und beendet habe. Ja, ich habe die erste Socke am Stück gestrickt, auch während meine Tochter was vorgelesen habe und ich daneben saß. Ja, also ich habe sie an einem Abend fertig gemacht und die zweite Socke habe ich gestern, während Eveline bei mir war, angefangen und bis hierhin gestrickt und ja, abends dann beendet, während meine Tochter gelesen habe. Ja, mein Tag besteht aus dem Zuhören meiner Tochter und aus dem Empfangen von Strickpodcasterinnen offensichtlich. Und das geht natürlich nur, weil das Garn dick genug ist, um das halt so schnell zu stricken. Und dieses Garn ist dick genug. Das hat nämlich 225 Meter auf 100 Gramm. Ja, das ist also noch dicker als das Garn, das ich eben gezeigt habe. Das soll man mit 4 mm verstricken. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe mit 3,5 mm gestrickt und das ist mir nicht so fest gewesen. Aber ja, grundsätzlich ist das ganz schnell. Die Farben sind sehr süß. Meine Tochter ist total, Entschuldigung, hier habe ich irgendwas im Gesicht. Meine Tochter ist total fasziniert von den Socken. Meine Farben sind es nicht, aber das sind ihre Farben. Sie mag sie sehr. Und diese Wolle ist bei mir in den Etsy-Shop eingezogen. Wenn ihr also Kindersocken oder für euch eigene Socken stricken wollt, es gibt noch einige Knäuel zu kaufen. So, genau. Also das waren meine Sockenexperimente, worüber ich sehr, sehr glücklich bin. Und davon, genau, hier für die beiden Socken, wie gesagt, das ist ungefähr Größe 34, 35. Also diese Sockenspanner, die sind zu klein jetzt. Das sind die meine Tochter normalerweise nutzt. Ja, das ist XS. Das ist Größe 32 ungefähr. Und diese sind jetzt, ja, also die Socken sind zu groß quasi für die Sockenspanner. So, 1 cm mindestens ist hier noch drauf. Die habe ich jetzt wirklich versucht so zu stricken, dass meine Tochter sie noch nächsten Winter tragen kann. Sockenexperimente. Dann nächstes Thema. Ich hoffe, ich überfordere euch nicht mit der Geschwindigkeit, mit der ich mal wieder spreche. So, was kommt als nächstes? Als nächstes zeige ich, was ich angeschlagen habe. Nicht alles, sondern nur eine Sache. Und zwar habe ich meine eigene First Impression Blouse angeschlagen, weil ich unbedingt ein bestimmtes Garn verstricken wollte in meiner First Impression Blouse. Und zwar ist das Garn, das ich auch in meinem Vlogmas-Projekt verstrickt habe. Das ist dieses von Rennie aus Schottland, beziehungsweise nicht, also ich habe das nicht in Schottland gekauft, ich habe das bei Wolle Willig, bei der lieben Elisabeth gekauft. Hallo Elisabeth. Und das habe ich ja in meinem Desperate Housewife Cardigan verstrickt, der übrigens jetzt immer noch liegt und auf die Inspiration wartet, weil da muss ich in den Ärmeln die ganzen Streifen nachbilden, die ich am Körper gemacht habe. Und das verlangt viel mentale Kapazität von mir, die ich gerade nicht aufbringen kann. Also wartet der Cardigan. Es könnte theoretisch sein, dass ich ihn vielleicht einfarbig, nein, das würde ihn zerstören. Nein, ich warte auf die Inspiration. Aber dieses Garn, also ich habe davon noch dreieinhalb oder so. Also ich habe hier schon den angefangen vom Desperate Housewife Cardigan genommen, glaube ich. Und ich habe noch weitere 3. Und genau, daraus wollte ich meine First Impression Blouse stricken. Und das habe ich jetzt angefangen zu machen, aber nicht einfach nur dieses Garn. Ich habe noch ein anderes Garn dazu genommen, und zwar dieses hier. Das ist ein Seidenmohair. Ich glaube 30% Seide,
und 70% Mohair. Das sind so zwei Mini-Stränge gewesen, die ich bei Elke von Bohai Jans, oder also Elke Bohai in Düsseldorf direkt bei ihr quasi gekauft habe, als ich im Dezember dort war. Und die wollte ich irgendwie kombinieren, weil ich sie beide liebe. So, natürlich habe ich zu kurze Nadeln. Ich habe grundsätzlich wieder ein Nadeldefizit, weil ich zu viele Projekte in Arbeit habe. Aber man sieht die Kombination wenigstens und man sieht, was ich damit eigentlich hier mache. Moment, ich muss mal gerade hier ein bisschen mich sortieren, um euch überhaupt was zeigen zu können. So, und zwar habe ich das hier damit. Na, das ist nicht ganz korrekt, wie ich es zeige. So, das ist vorne. Also das ist vorne. Und also hinten habe ich die verkürzten Reihen. Ich habe ganz normal angeschlagen und mit verschränkten rechten Maschen. Man sieht nicht so gut. Also ich habe halt das einmal eins Bündchen mit verschränkten Maschen gemacht. Hinten die verkürzten Reihen, wie ich eben schon gesagt habe. Und statt Lace-Muster mache ich hier diese Seidenmohair-Streifen. Also ich halte das Seidenmohair einfädig und stricke einfach mit der gleichen Nadel, aber komplett mit rechts, mit links, ist gar nicht wahr, ist glatt links stricke ich die Streifen. Ja? Der Pullover ist glatt rechts gestrickt grundsätzlich und hier stricke ich glatt links. Man sieht auf dem Bild irgendwie nicht, also in der Kamera nicht so sehr, dass das glatt links ist. Irgendwie, oder? Sieht man den Unterschied? Ja, man sieht, dass das innen drin glatt rechts ist und das ist glatt links. Einfach nur so. Also es ist keine besondere kreative Leistung gewesen, aber irgendwie dachte ich, ich möchte was anders machen. Also stricke ich hier glatt links einfach nur. Und ich werde nicht den gesamten Pullover so machen, sondern nur in der Rundpasse diese Streifen mit dem Seidenmohair machen und dann den Rest werde ich einfach nur in dieser Farbe machen. Eventuell mache ich kürzere Ärmel oder quasi keine Ärmel, also nur so die Rundpasse lasse ich da und kette das vielleicht ab. Da habe ich mich noch nicht entschieden. Aber ich finde die Kombination einfach wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und ja, das Braune steht mir. Das Rosane ist eigentlich egal, ob es mir steht. Das gefällt mir. Das ist ein Projekt, das ich einfach nur so zum Spaß angeschlagen habe. Ja gut, ich stricke alles zum Spaß. Oder fast alles, aber das habe ich aus Spaß an dem Garn angeschlagen. So ist das gemeint. So, das ist jetzt mein aktuelles Projekt. Dann, bevor ich jetzt zum Shop-Update komme, wollte ich noch ein paar Worte zu unserer Strick-Community sagen. Und zwar überhaupt nichts Schlechtes, umgekehrt. Ich liebe unsere Strick-Community. Ich finde es so eine Bereicherung und bin so erstaunt, dass ich es vorher nicht kannte. Ja, also ich bin ja erst so vor 3 Jahren zu der Strick-Community, zu der globalen Strick-Community hinzugestoßen. Früher, also ich habe zwar mit 6 schon angefangen zu stricken und habe auch sehr viel gestrickt, grundsätzlich, verteilt über die vielen Jahre, die ich bereits gelebt habe. Aber meistens habe ich nur halt mich mit jemandem übers Stricken ausgetauscht aus meiner Familie, die auch zufälligerweise gestrickt haben. Meine Freundinnen oder Freunde haben nicht gestrickt oder stricken nicht. Und dass es Ravelry gibt oder dass es auf Instagram eine richtige Community gibt, die sich untereinander kennt. Oder dass es so Indie-Designerinnen wie mich mittlerweile gibt, wusste ich gar nicht. Ich wusste es echt nicht. Ja, ich dachte, Anleitungen gibt es in Büchern und in Zeitschriften und das war's. Ja, also und gut, natürlich haben auch so Modehersteller oder Kleidungshersteller, die so auch die Kleidung stricken, oder nee, nicht stricken, auch nähen und stricken halt. Sie haben natürlich eigene Designer, aber ich habe mir überhaupt nicht vorstellen können, wie groß die Community ist. Und ungefähr vor 3, 4 Jahren habe ich dann irgendwie entdeckt, was es alles gibt und die Podcasts entdeckt und so weiter. Und dann bin ich komplett eingetaucht und jetzt bin ich da. Und
ich bin immer wieder aufs Neue überrascht und berührt, wie wir auch immer wieder zueinander halten. Und das wollte ich nicht nur unterstreichen, sondern euch auch noch mitgeben, oder euch vielleicht fragen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die Frage stellen soll. Also es geht mir darum, dass vor kurzem bei mir also in meinem Patreon-Kanal eine meiner Patreon-Mitglieder einen Hinweis gegeben hat. Und dann ist mir das nochmal bewusster geworden. Und zwar hat sie darauf hingewiesen, dass, ich glaube, Camilla Fahrt meinte sie. Nein, nicht Camilla Fahrt. Jetzt fällt mir der Name natürlich dooferweise überhaupt nicht ein. Das ist doof. Das muss ich mal nachschauen. Weil das ist wirklich doof, wenn man Beispiele bringen möchte und das dann nicht so namentlich benennen kann oder nicht so konkret sagen kann. Genau. Und zwar hat sie uns quasi alle darauf hingewiesen, dass Anne Wenzel eine Krebserkrankung hat, beziehungsweise gerade mit einer Krebserkrankung zu kämpfen hat und dass es eine Hilfe wäre für sie, wenn wir ihre Anleitungen kaufen. Und ich bin damit natürlich völlig einverstanden. Und im Nachhinein ist mir das nochmal bewusst geworden, dass wir vielleicht während meines Vlogmas auch einen kleinen Beitrag dazu geleistet haben, dass die Strick-Community eine andere Designerin unterstützt. Das ist nämlich die Designerin, die die Anleitung für meinen Vlogmas-Cardigan, sage ich mal, für Desperate Housewife Cardigan geschrieben hat. Es ist echt schlimm. Der Name Marilyn oder so liest sich ihr ja, Künstlername, sage ich mal. Wenn man vor der Kamera sitzt, dann fallen einem die einfachsten Sachen nicht ein. So, die Designerin Melanie Berg. So, Melanie Berg hat oder hatte zumindest auch eine Krebserkrankung und ich bin im Nachhinein wirklich froh, dass ich ihre Anleitung ausgewählt habe für mein Vlogmas. Denn ich weiß, dass ein paar von euch die Anleitung auch gekauft haben und ja, entweder bereits gestrickt haben oder halt noch vorhaben zu stricken. Und ja, also worauf ich hinaus will, ich will nur sagen, wenn ihr ja, unsere Strick-Community unterstützen wollt, dann ist das eine Möglichkeit, das zu tun, indem ihr zum Beispiel Anleitungen von Designerinnen, von Indie-Designerinnen, von kleinen Designerinnen auch kauft und sie nachstrickt und darüber sprecht und das auf Instagram oder halt auf YouTube zeigt. Das ist also für jeden Einzelnen von uns ist das ein kleiner Beitrag, aber insgesamt, wenn sich das summiert, und ich meine dabei nicht das Finanzielle, sondern so diese positive Energie, sage ich mal, also jetzt ohne esoterisch werden zu wollen, aber dadurch, dass wir Anleitungen von solchen Designerinnen kaufen, zeigen wir ihnen unser Respekt, unser Interesse, dass wir das unterstützen, dass wir es mögen, dass wir ja einfach dabei sind. Und das ist, finde ich, ganz wichtig. Und nicht nur beim Kaufen von Anleitungen natürlich. Das ist auch grundsätzlich ja, meine Herangehensweise an alles. Zum Beispiel auch an den Umweltschutz oder an Politik. Im Prinzip, also ich habe immer wieder mit jemandem Gespräche darüber, dass, also inwieweit jeder von uns mit seiner kleinen Stimme sozusagen oder mit seiner Stimme, die nicht viel wiegt, etwas bewirken kann. Und ich bin wirklich überzeugt, dass wenn jeder von uns für sich im Rahmen des für sich selbst Machbaren Positives bewirkt, dass das in Summe viel, viel, viel Positives wird. Ja, also zum Beispiel, wenn ich die Möglichkeit habe,
Garne zu kaufen, deren Hersteller auf das Tierwohl achten oder auf die faire Bezahlung für die Arbeiter achten, die ja quasi grün produziert sind, die nicht weit weg also wenn ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel lokale Garne oder lokale Garnhersteller zu unterstützen, dann tue ich das. Insbesondere wenn das auch nur die Umwelt unterstützt und so weiter. Ja, also und dadurch, dass ich darüber spreche, achtet ihr vielleicht auch drauf, was genau ihr kauft oder was genau ihr macht, worüber ihr sprecht. Und so setze ich das fort. Und so möchte ich das halt auch, ja, einfach nur uns nochmal darauf besinnen oder darauf aufmerksam machen, dass jeder von uns, jede von uns auch mit solchen Kleinigkeiten wie, weiß nicht, Anleitungen kaufen oder Anleitungen teilen. Also teilen im Sinne Informationen darüber, dass irgendwas erschienen ist, teilen. Oder jemandem, zum Beispiel die Aktion Grüne Socken heißt sie, glaube ich, bei denen, also wo man halt Socken mit grünen Farben strickt, die dann gespendet werden für krebserkrankte Menschen. Das finde ich auch total faszinierend. Ja, also jeder kann im Rahmen der eigenen Fähigkeiten oder Möglichkeiten etwas bewirken. So, ich bin nicht besonders gut bei so Aufrufen. Ich hoffe nur, dass ihr versteht, wie ich es meine und dass ihr noch da seid. Denn jetzt kommt der Shop-Update sozusagen. Das sind einige Garne, die eingezogen sind. Also ich zeige nicht die grundsätzlich bei mir schon da sind. Das erwähne ich nur. Normalerweise verkaufe ich ja West Yorkshire Spinners Garne. Und dieses Mal habe ich wieder, oder jetzt habe ich wieder aufgestockt. Und zwar gibt es BFL, also das Blueface Leicester Vlies in Decay-Stärke, in ein paar Farben. Es gibt The Croft, also die Shetlandwolle von West Yorkshire Spinners, auch in Decay-Stärke. Ich habe aber nicht mehr so viel davon ja, reingesetzt oder halt in den Shop gesetzt, grundsätzlich oder mitgenommen, weil, naja, bald irgendwann Frühling kommt und ich jetzt nicht zu viele sehr warme Garne da haben wollte, weil ich denke, dass wir bald uns auf den Frühling freuen und auf dünnere oder leichtere Garne umstellen wollen vielleicht. Und so habe ich auch aus dieser Perspektive ein paar Frühlingsfarben bei Sockengarnen mitgenommen und ein paar dünnere Garne, die man gut für Tücher oder leichtere Kleidung, leichtere Pullover oder Cardigans oder ähnliches nutzen kann. So, die Farben von den Socken, von der Sockenwolle, die kann ich jetzt nicht so gut zeigen, weil ich sie nicht dabei, oder doch? Die habe ich nicht dabei. Ich hole sie mal schnell. Bevor ich zu den Socken komme, möchte ich mich erstmal entschuldigen. Es wird gleich rascheln, weil ich halt vieles in Tüten habe und das natürlich nicht so auslege, damit das auch unversehrt bleibt. Ich habe auch zwei ganz neue Farben von The Croft mitgenommen. Das sind diese beiden. Ich hoffe, das sind. Ja, die hole ich raus. So, damit man sie sehen kann. Und zwar so diese beiden. Ich finde, sie passen sehr, sehr gut zusammen. Ja, also wenn eine von euch oder einer von euch mit dem Gedanken spielt, irgendwie eine Kombination von grünen Farben zu verarbeiten, The Croft in diesen beiden Farben wäre gut geeignet. Das ist einmal Greenbank, das ist diese Farbe, und einmal Hillside. Ja, die kann man wunderbar zum Beispiel in einem Fair Isle Pullover, also Colorwork Pullover verarbeiten. Das wäre zum Beispiel die Hauptfarbe und das wäre die Kontrastfarbe. Und trotzdem würde alles sehr gut zusammenpassen. Fände ich, glaube ich, ganz spannend. So, davon habe ich noch ein paar andere Kombinationen, die im Shop zu finden sind. Das, wie fehlt ein Strang hier? In jedem Fall gibt es das auch noch mit Braunfarben sozusagen, und bei anderen muss man schauen. Ja. Dann dann die Frühlingsfarben für die Sockenwolle. Meine Lieblingssockenwolle Signature von
Bestie of Jaspinas. Das sind diese beiden Farben, die ich total putzig finde und sehr frühlinghaft. Das ist, also diese Farbe heißt auch Spring Green. Genau, Spring Green, also Frühlingsgrün. Und das ist Sunflower. Sunflower. Ja, genau, also eine schöne gelbliche oder so leicht orange-gelbe Farbe. Ja, diese beiden Farben habe ich. Die passen auch wunderbar zusammen, wenn man zum Beispiel gerne Socken strickt, bei denen man halt so kontrastfarbene Spitzen, Bündchen und Fersen macht, dann würden sie gut zusammenpassen. Ich muss das mal ein bisschen umsortieren, damit ich an die anderen Garne komme. Dann habe ich wieder das hier aufgestockt. Das hole ich nicht raus, weil ich es gar nicht ausgepackt habe. Das ist eine wunderschöne rote Farbe. Sie sieht auf den Fotos anders aus. Cayenne Pepper ist das. Ja, also sie ist so leuchtend pinkrot, so ein bisschen fast. Ich hoffe, das ist erkennbar, welche Farbe das ist. Ach, übrigens, wenn ihr euch für das Kaufen von Wolle oder von Wollen in meinem Shop nicht interessiert, dann müsst ihr natürlich nicht dranbleiben. Ja, ich würde mich sehr freuen, euch beim nächsten Mal oder im nächsten Video zu sehen. Oder wenn ihr die Wolle, die ich zeige, nicht so spannend findet, schreibt mir gerne drunter, welche ihr spannend finden würdet. Ich kann das immer checken, inwieweit ich die auch aufnehmen kann. So, genau, weitere Wollen. So, dann habe ich einiges an Loch Lomond in meinem Shop jetzt neuerdings. Und zwar auch wieder aufeinander abgestimmt. Diese drei Farben, die ich, also bei denen ich wirklich finde, dass sie wunderbar zusammenpassen. Das ist, wie gesagt, Loch Lomond von BC Garn. Das ist 100% Organic Wool, also organische Biowolle, auch GOTS zertifiziert und damit auch, soweit ich das nachgelesen habe, nicht Superwash behandelt. Sie ist etwas anders versponnen, die Wolle. Das heißt, jetzt habe ich vergessen, wie das heißt schon wieder. Ich bin unmöglich. Streichgarn. Als Streichgarn ist sie versponnen und damit ist sie also ist sie flauschiger, als sie bei dieser Lauflänge sein müsste, in Anführungszeichen. Und die Lauflänge ist 150 Meter auf 50 Gramm. Und der Vorschlag ist aber, also damit sind das ja 300 Meter auf 100 Gramm. Und hier wird aber vorgeschlagen, mit der Nadelstärke 4 bis 5 zu stricken. Ja, was ja etwas dicker ist, als man eigentlich einen Sports-Weight Garn stricken würde. So. Und wie gesagt, wie ich finde, kann man diese drei wunderbar zusammen verarbeiten, wenn man entweder ein Fair Isle, also ein Colorwork Pullover oder Cardigan strickt oder Mütze oder Tuch. Das wäre sehr flauschig und sehr warm. Genau, davon habe ich einiges im Shop. Und dann habe ich noch zum Testen habe ich noch Loch Lomond Lace gekauft. Das sieht dann halt so aus. Also ist auch eigentlich die gleiche Wolle und die gleiche Verarbeitung, nur dünner. Und zwar sind das 300 Meter auf 50 Gramm. Aber auch hier ist der Vorschlag, das mit 2 bis 3 zu stricken. Ich denke mal, wenn man ein Tuch daraus macht, dann kann man auch mit 3,5 oder 4 Millimeter stricken und natürlich noch dickere Nadeln, wenn man ein Beilaufgarn verwendet. Und das ist schön dünn, aber trotzdem relativ flauschig. Und das ist alles Tweed-Garn, ja. Da sind noch verschiedene farbige Tweed-Einlässe, auch bei diesen beiden, die ich vorhin gezeigt habe. Hier sieht man das Tweedige am wenigsten zum Beispiel. Das sind so gelb-orange Einlässe. Hier. Genau, und hier sind zum Beispiel so weiße, schwarze, gelbe Einlässe. Ja, das ist ein Tweed-Garn.
Und in Lace habe ich diese beiden Farben. Die passen auch zusammen, theoretisch, wenn man blau mag. Also ich versuche ja aus meiner Komfortzone auszubrechen und doch blau zu nutzen oder halt irgendwie weiß ich nicht, zu verkaufen. Ich habe als Kind sehr viel hellblau getragen, also sehr ähnlich wie diese Farbe. Und irgendwann mochte ich offensichtlich nicht mehr. Ja, genau. Also, was kann man dazu noch sagen? Das ist Farbe 21. Das ist noch nicht im Shop, aber das wird in den nächsten Tagen im Shop sein. Und das ist die Farbe 19 und die wird auch in den nächsten Tagen im Shop sein. Also ich bin gerade dabei, die BC-Garne oder die Garne von BC-Garn in den Shop zu setzen. Und so, jetzt wasche ich es wieder. Und das letzte Garn, das ich hier habe, ist eigentlich ein plastikfreies Sockengarn oder wird als plastikfreies Sockengarn angeboten. Ich denke, man kann das wunderbar auch als Garn für alles andere nutzen, denn das ist, Entschuldigung, denn das ist, wie gesagt, das ist, bevor ich lange drum herum rede, ich zeige das einfach mal, das Garn. So, ich habe diese 3 Farben, die wunderschön meine Farbpalette treffen. Und zwar ist das Lazy Linen von Kremke Soul Wool. Das sieht man, naja, das Licht ist ein bisschen doof. Das ist ein relativ dünnes Garn, also 420 Meter auf 100 Gramm. Und das besteht aus 80% Wolle und 20% Leinen, meine ich. Das ist so eine Farbe wie mit Avocado gefärbt, mit ein paar so dunkleren Stellen, die darauf basieren, dass Leinenfasern ja nicht so leicht zu färben sind. Bei Grau und bei Grün sieht man es eigentlich nicht, also insbesondere bei Grau sieht man es nicht. Ja, das ist quasi die hellgraue Farbe. Und das ist dieses schöne Minzgrün. Da sieht man auch so ein bisschen dunklere Stellen, die halt vom Leinen oder die Leinenfasern sind. Und das ist relativ, also so ein bisschen flauschig durch die Wolle und das Leinen. Also hier gibt es auch quasi so abstehende Leinenhärchen, sage ich mal. Ja, das soll man mit 2 bis 3 mm verstricken und ich denke, ich werde irgendwas davon, vielleicht das Graue, in einem Tuch verarbeiten. Ja, ich glaube, daraus kann man wunderbar ein Sommertuch machen oder halt ein Frühlingsoberteil, auch mit kurzem Arm. Das wird trotzdem relativ warm sein, aber auch halt atmungsaktiv. Das ist, soweit ich weiß, nicht Superwash behandelt. Natural Sock Yarn made with Mulesing Free Wool and Belgium mit Linen. Ja, auf jeden Fall fühlt sich das sehr, sehr schön an, sehr natürlich. Auch das Grün würde mir sehr gut stehen. Das steht auf jeden Fall zu meinem Kästchen da. Oder passt zu meinem Kästchen, ja. Also diese Farbe würde mir echt gut stehen. Ja. Die würden mir alle gut stehen, glaube ich. Deswegen habe ich sie auch bestellt. Davon habe ich nicht sehr viel, aber ich werde wahrscheinlich welches nachbestellen. Ja? Also wenn ihr Interesse an größeren Mengen von diesem Garn habt, wie gesagt, soweit ich verstehe, nicht Superwash oder zumindest ohne Plastik. 20% Leinen, 80% Wolle von Kremke Soul Wool. Sehr schön. Und das sind Farben, die Auslauffarben sind, was mich total wundert, weil ich die Farben total toll finde. Und da wundert es mich, dass der Hersteller sie irgendwann nicht mehr nachproduzieren will. Es gibt wohl noch genug, aber wenn ihr davon etwas mögt, schreibt mir eine E-Mail oder in den Kommentaren. Wenn ihr Interesse habt, dann bestelle ich schneller nach, damit ich mehr im Shop habe. So,
das war's mit meinem kleinen Shop-Update oder fast war es das. Ich hatte zwischendurch noch Rundstricknadeln von Chiagu reingestellt. Die sind aber fast alle schon weg. Es gibt noch eine Rundstricknadel in 2,5, glaube ich. Die ist noch da. Mit der kann man sehr, 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 sehr gut Socken stricken, wenn man mit Magic Loop strickt. Und es gibt noch Seile für die dickeren Chiagu-Nadeln. Falls ihr also Chiagu-Nadeln verwendet, austauschbare Chiagu-Nadeln, dann könnt ihr gerne in dem Shop auch nach dickeren Seilen gucken. Dass ich diese Seile drin habe, liegt daran, dass ich ja, für mich falsche Seile bestellt habe. Ich wollte eigentlich welche für in S-Größe, ja, also für Nadeln naja, in der Stärke 3,5 bis 5. Habe mich aber vertan irgendwie, wie das passieren konnte. Zweimal nacheinander, verstehe ich nicht, aber irgendwie habe ich mich vertan und habe die L-Nadeln bestellt. Und die sind ab 5,5 und höher. Also falls ihr dickere Chiagu-Nadeln nutzt und gerade Seile braucht, es gibt welche in meinem Shop. So, genau. Und dann das letzte für heute wäre eine Frage, die ich versprochen habe von einer Abonnentin, einer Zuschauerin. Und zwar hat sie gefragt, wie ich Plotolopi wasche. Ja, ob ich ich denke, dass man Plotolopi in einem Wollwaschgang waschen darf. Ja, darauf muss ich leider sagen, ich wasche alle meine Strickstücke außer Socken mit der Hand. Ich weiche sie einfach ein mit ein bisschen Wollseife, Wollwaschmittel und lasse also ich sortiere sie, je nachdem wie viel ich gerade zu waschen habe, sortiere ich sie nach Farbe, sodass, wenn ich da etwas Handgefärbtes habe und Angst habe, dass das abfärben könnte, dann wasche ich es getrennt. Ansonsten sortiere ich alles nach Farbe und ja, weiche es im lauwarmem Wasser ein. Also es ist kein kaltes Wasser bei mir, sondern immer lauwarm. Für eine Stunde ungefähr, für 30, 60 Minuten, vielleicht auch länger, je nachdem, was ich sonst zu tun habe. Dann drücke ich vorsichtig das Wasser aus, lege das Strickteil einzeln, also jedes Strickstück einzeln auf einem Tuch aus, wickle das in das Tuch ein, dann normalerweise noch so quer wieder nochmal einwickeln, damit ich das Wasser so richtig ausdrücken kann, damit das Tuch das Wasser annimmt von dem Strickstück und dann so, ich muss mich jetzt beeilen, weil gleich der Strom ausgeht beim Telefon. Und dann lege ich einfach die Sachen liegend zum Trocknen. Kleine Strickstücke lege ich auf das nasse Tuch auf die Heizung, damit die beide gleichzeitig trocknen. Ja, das ist eigentlich alles. Also ich wasche nur Socken im Wollwaschgang und zwar nur Socken, die mit Polyester oder Polyamid sind. Nicht Polyester, Polyamid. Das war es dazu eigentlich schon. Und jetzt, bevor alles irgendwie verloren geht, muss ich mich verabschieden für heute. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr fandet was Spannendes dabei und würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Und wenn ihr abonniert, kommentiert, meinem Patreon-Kanal beitretet und wir uns einfach nur weiterhin austauschen können. Bis bald. Tschüss.